Und ich leite über zu unserer zweiten Keynote-Referentin, und das ist Soraya Eberle, die selber als drittes von 10 Kindern geboren ist und dann in der Erfahrung mit vielen Menschen immer zu tun zu haben, Sozialarbeiterin geworden ist. Sie hat gearbeitet mit schwerst erziehbaren Jugendlichen, insbesondere denen, die mit Drogen und mit Prostitution zu tun hatten. Und aus dem heraus wurde sie Mitglied der Salzburger Landesregierung. 7 Jahre lang hat sie Verantwortung übernommen in schwierigen Ressorts, wo es wieder ging um Jugend, um Familie, Kinderbetreuung, auch Gemeindeentwicklung. Dann hat sie im Eindruck des Krieges im ehemaligen Jugoslawien eine Initiative gegründet, Bauern helfen Bauern, die den Menschen geholfen hat und immer noch hilft, nach Schwierigkeiten und Kriegswirren zurückzukommen. Bauern helfen Bauern hat in Bosnien 11.000 Menschen ein Dach über dem Kopf organisiert, ihnen eine Perspektive gegeben, über 1.200 Häuser gebaut. Soraya Eberle hat selber 2 Kinder von Mutter Teresa in Indien adoptiert, die bei ihr leben. Und vielleicht, weil es aktuell interessant ist, sage ich noch dazu, dass ihr Bruder Georg Meyer-Mellenhof eine katholische Initiative leitet, für die zu Pfingsten in Salzburg 10.000 Teenager im Dom waren, 2 Tage lang miteinander gebetet haben, geredet haben, 10.000 Teenager. Liebe Soraya Eberle, danke, dass du heute nach Wien gekommen bist. Eigentlich hast du fast alles schon gesagt, aber ich werde mich kurz noch wiederholen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebes Parlamentarisches Komitee, liebes Vorbereitungskomitee, Eminenz, lieber Kardinal Christoph, ich bin mir der Ehre dieser Einladung wahrlich bewusst und ich habe gestern Abend die Gudrun Kugler gesagt, bist du dir ganz sicher, dass das der richtige Platz für mich ist? Ich werde es versuchen. Ich leide unter pathologischem Redefluss. Ich finde meistens einen Anfang, aber kein Ende, wenn mein Herz übergeht. Deswegen habe ich mir ein paar Dinge aufgeschrieben und es dauert, wenn ich schnell lese, 7,5 Minuten, also eine halbe gebt ihr mir vielleicht noch dazu. Rede nicht von Gott, wenn du nicht gefragt bist, aber leb so, dass man dich fragt. Ich bin als drittes Kind, wie du schon gesagt hast, von 10 in eine Großfamilie geboren, laut meiner Mutter mit einem Schild in der Hand, ich bin dafür, dass wir dagegen sind. Das mag lange so gewesen sein, bis ich mir dank sehr vieler Lebensumstände, auch trauriger Lebensumstände, mich entschlossen habe, mich im Leben immer für und nicht gegen etwas einzusetzen. Immer für und nicht gegen etwas zu kämpfen. Mich immer für und nicht gegen Menschen, den Schwächeren in unserer Gesellschaft einzusetzen und mir immer der Gnade meiner Geburt bewusst zu sein, wie privilegiert ich eigentlich aufgewachsen bin. Traditionell und ohne sehr viel Diskussion haben mir meine Eltern die nötigen Wurzeln, aber auch die nötigen Flügel mitgegeben und ein christliches Leben vorgelebt, um im Leben bestehen zu können. Sie haben uns Kindern sehr viel zugemutet, sie haben von uns Kindern sehr viel verlangt, sie haben uns sehr früh Verantwortung gegeben und sie haben uns sehr früh zu verstehen gegeben, dass wir alles andere wie ein Zufallstreffer sind, sondern dass wir eine Verantwortung haben in der Gesellschaft und in unserer eigenen Familie. Und die Gaben und die Talente, die wir bekommen haben, wahrlich nicht für uns selber sind, sondern immer und ausschließlich im Dienst für den Nächsten. Klammer auf, Aussage meiner Mutter, Klammer zu. Rebellisch, wie ich gewesen bin und auch manchmal jetzt noch bin, war mir diese Theorie meiner Eltern nicht genug und ich wollte die Praxis selber leben. Ich wollte Gott in meinem Leben selber erfahren, vorausgesetzt es gibt ihn. Ich habe mich auf den Weg gemacht, kritisch, ängstlich, unvorbereitet auf die Stürme des Lebens, leidenschaftlich und mit dem Vorsatz, immer Ja zu sagen, für was immer kommt, ohne die Konsequenzen zu wissen. Ein schwieriges Unterfangen, aber mit dem felsenfesten Vertrauen von Beginn an daran zu glauben, dass Gott mich lenkt und leitet. Und inzwischen glaube ich auch daran, dass ich als Mensch und als Christ eine Mission habe. Eine Sendung, nämlich die Nächstenliebe glaubhaft und vor allem authentisch zu leben. Mission ist für mich eine Berufung, die ich glücklicherweise in allen meinen Lebensabschnitten und in meinen Berufen und Berufungen leben durfte.
Ich verstehe sie so, dass sie über alle Konfessionen hinausgeht und sie ist eine Zuwendung einem jeden Einzelnen gegenüber, indem ich den anderen im Anderssein annehme und die menschliche Würde eines jeden Menschen an allerersten Stelle stelle. Für mich persönlich bedeutet das die gerade gehörte Lesung, sich aus der sogenannten Komfortzone hinaus zu bewegen und seiner Sendung zu folgen. Das habe ich in den letzten 40 von meinen 63 Jahren versucht. Als Mutter, als Ehefrau, als Sozialarbeiterin, als Politikerin, als Vorstandsvorsitzende der ersten Stiftung, aber vor allem als Ehrenamtliche in den letzten 3 Jahren, wo Österreich eine schwere Zeit in der Flüchtlingskrise hatte. 7 Minuten reichen wirklich nicht aus, wie ich vorher gesagt habe, um all das zu erzählen, was ich in meinem Leben und in meinem Lebensweg mit Gott erlebt habe. Es würde Tage, Wochen und Monate brauchen, aber ich möchte 3 kurze Beispiele herausnehmen. Mein Mann und ich hatten nicht das Glück, eigene Kinder zu haben, was bitter ist, wenn man aus einer Großfamilie kommt mit 9 Geschwistern und 61 Cousinen ersten Grades. Eine Adoption kam für uns beide nie in Frage. Mutter Teresa, die wir im Oktober 1988 hier in Wien beim Familienkongress getroffen haben, hat uns gesagt, aus heiterem Himmel, kommt beide nach Indien und ihr werdet 2 ganz besondere Kinder aus meiner Hand bekommen. Ich habe Ja gesagt, ohne zu wissen, was das bedeutet und welche Konsequenzen das für uns und auch für unsere Kinder hat. Im vollen Vertrauen darauf, dass Gott uns auf diesem Weg begleiten wird. Er hat es bis heute getan. Unsere Kinder waren damals 6 Monate, sie sind heute 29 und 30 und prachtvoll, kann ich nur sagen. Danke, Mutter Teresa, und danke dem Herrn, dass er uns auf diesem Weg bis heute begleitet. Damals beim Wegfahren hat die Mutter Teresa zu mir Folgendes gesagt: Doraya, du musst lernen, im Leben zu geben, bis es dir wehtut. Du musst lernen, im Leben zu geben, bis es dir wehtut. Ich habe sehr viel gegeben in meinem Leben, aber es hat mir bis heute nie wehgetan. Ich habe auch dazu Ja gesagt und ich habe viel gegeben und die Erfahrung, die ich daraus gemacht habe, ist, dass mich Geben bis zum heutigen Tag nicht ärmer gemacht hat. Als Sozialarbeiterin war ich 17 Jahre, wie du schon gesagt hast, Gudrun, für damals hieß das schwer erziehbare Jugendliche in der Landesregierung beschäftigt für Jugendprostitution und Drogen. Ein Mädchen ist mir besonders ans Herz gewachsen. Nach der 5. Abtreibung, zu der ich sie begleitet habe, zu allen 5, sie war damals erst 20, hat sie mich gebeten, sie auch zur 6. Abtreibung zu begleiten. Ich habe das abgelehnt, aber ich habe ihr versprochen, falls sie sich doch für dieses Kind entscheidet, dass ich mich ein Leben lang um sie und dieses Kind kümmern werde und sie nicht im Stich lasse. Ein Ja, ohne zu wissen, was das für mich bedeutet, aber ein Ja voller Segen. Sie hat mich angerufen am 15. September 1988, ob ich sie in den Kreissaal nach Salzburg begleite. Ich habe Ja gesagt und nach 20 Stunden haben wir gemeinsam dieses Kind geboren. Er ist mein Taufkind. Er ist mein Taufkind. Und 6 Monate später, als ich nach Indien gefahren bin, um unsere Tochter abzuholen, habe ich von der Mutter Teresa erfahren, dass meine Tochter am 15. September 1988 zur selben Stunde in Indien geboren ist. Das soll mir nochmal jemand sagen, dass das kein wunderbarer Architekt dort oben ist. 1992, meine zweite kurze kleine Geschichte, als der Krieg in Kroatien angefangen hat, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin einfach an die Front gefahren. Ein Erlebnis von damals hat mich bis heute geprägt, und zwar sehr geprägt. Ich bin alleine mit dem Auto kurz vor Zagreb gewesen, habe getankt. Ein Priester hat die Salzburger Autonummer gesehen, hat mich auf perfektem Deutsch angesprochen und hat gesagt, was machen Sie hier? Ich fahre an die Front. Sie sind völlig verrückt, kommen Sie bitte in mein Kloster, ich fahre morgen hinaus und Sie können mit mir fahren. Ich war dann in dem Kloster und am Abend hat er gesagt, ich gehe ins Lazarett, würden Sie mich begleiten? Ja, ich begleite Sie. Und in diesem Lazarett lag ein junger Mann, neben ihm seine Frau und ein kleines Kind. Und er hatte keine Arme und keine Beine mehr, nur mehr den Kopf und diesen Teil hier. Und er war fröhlich und hat gelacht, hat mit diesem Pater Alois gebetet. Und ich weiß heute noch, und das ist 27 Jahre her, was ich gedacht habe. Dieser Mann kann nichts mehr. Er kann seine Frau nicht umarmen, er kann für seine Familie nicht sorgen, er kann sich nicht selber waschen, er kann nicht essen, er kann sich nicht einmal selber umbringen. Und wie ich weggefahren bin, und dem Pater Alois gesagt habe, Pater Alois, kannst du mir bitte erklären,
warum ihr so fröhlich wart. Und der Pater Alois gesagt hat, er hat mich anrufen lassen durch seine Frau, damit wir Gott danken, dass er lebt. Und wie dieser Mensch gesagt hat, ich danke Gott, dass ich lebe, ohne Hände oder ohne Füße, habe ich ein Gelübde gemacht, was bis zum heutigen Tag hält und wahrscheinlich auch bis zum Tag, bis ich meine Augen schließen werde. Wenn dieser Mensch ohne Hände und Füße Gott dankt für sein Leben, dann werde ich mein Leben mit 2 Haxen und 2 Händen und einem Hirn und manchmal auch einem Herz in den Dienst für den Nächsten stellen. Am nächsten Tag bin ich an die Front gefahren mit dem Pater Alois. Was ich dort gesehen habe, kann ich hier in dieser kurzen Zeit nicht beschreiben. Tausende waren auf der Flucht und alle haben gesagt, wir wollen zu Hause bleiben, wir wollen ein Dach über dem Kopf. Ich mache es ganz kurz, ich bin nach Hause gefahren, 11. November 1992, habe Fernsehen geschaut, was ich sonst nie tue. Thomas Gottschalk, eine Wette. Glauben Sie, dass man in 100 Stunden 100 Häuser von 100 Männern bauen kann? Bingo. Ich habe dort angerufen und habe gesagt, können Sie mir lernen, ein Haus zu bauen? Dieser Mensch in Köln hat ja gesagt. Wie du gesagt hast, wir haben Weihnachten 1992, bin ich mit den ersten 3 Häusern hinuntergefahren. Ja gesagt, ohne zu wissen, was es bedeutet. Und bis heute haben wir 1261 Häuser in Kroatien, in Bosnien und vor allem in Srebrenica gebaut und haben somit 10.000 Menschen wieder nach Hause gebracht. 2004, meine letzte Geschichte, kam aus heiterem Himmel der Anruf vom Landeshauptmann Wilfried Haslauer, damals noch Stellvertreter, mit der Bitte, als Landesrätin mit ihm in die Regierung zu kommen, die Politik weiblicher, menschlicher und fröhlicher zu machen. Ich habe wieder Ja gesagt, ohne eine Ahnung zu haben, was diese Konsequenzen für mich bedeuten können, für meine Familie, für Bauern helfen Bauern. Aber ich habe mich 100% auf Gott verlassen, dass er diesen Weg vorgehen wird. Ich war leidenschaftlich gerne Politikerin und ich habe die Politik völlig unbeschadet überstanden. Alles, was ich als Rüstzeug für diese Zeit so unvorbereitet gebraucht habe, habe ich vorher bei Bauern helfen Bauern in meiner Organisation gelernt. Nämlich teamfähig zu sein, demütig zu sein, sich zurückzunehmen, Unabhängigkeit zu behalten, Menschen motivieren und führen zu können, den anderen im Anderssein annehmen, Visionen und Missionen haben, Krisenmanagement und vor allem verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, was einem nicht gehört. Ich habe nach 7 Jahren freiwillig die Politik verlassen, weil wie ich 2004 in die Politik gegangen bin, habe ich mir vorgenommen, dann zu gehen, wenn ich alle Annehmlichkeiten als selbstverständlich empfinde. Und der Tag kam oder der Moment kam und ich habe die Politik schweren Herzens, aber dennoch verlassen. Rede nicht von Gott, wenn du nicht gefragt bist, aber leb so. Das gelingt mir nicht immer und das gelingt mir nicht jeden Tag. Aber ich bemühe mich. Wenn meine Vorstellungen andere sind, dann vertraue ich darauf, dass der Herr mich führt. Wenn ich ratlos und mutlos bin, dann weiß ich, dass er mir einen Weg zeigt. Wenn die Stürme meines Lebens mich zu Fall bringen, und das tun sie öfter, als mir lieb ist, dann ist einer da, der mich immer wieder aufrichtet. Und am Schluss noch eine kurze Begegnung mit einem Priester vor einigen Jahren. Ich wusste nicht, wo mein Leben hingeht und habe mit ihm, ich würde sagen, es war keine Beichte, sondern ein Gespräch geführt. Zeig mir, wo mein Sinn des Lebens ist. Und er hat gesagt, Dorei, das ist ganz einfach. Und dieses Bild würde ich Ihnen so gerne mitgeben. Stell dir dein Leben vor als ein Puzzle mit tausenden Steinen. Du bist einer von diesen Steinen. Und dann probierst du, wie macht man ein Puzzle? Man versucht, dann geht es nicht, dann hackt man ein, dann nimmt man es wieder weg. Das kann sich jeder so vorstellen, wie er will. Und er sagt, Dorei, es ist völlig egal, wann du deinen Platz findest. Und auch wenn du die Letzte bist, dann ist nur mehr ein Stein über. Geh hinein. Weil wenn du nicht in dieses Puzzle gehst, und das betrifft jeden von uns, dann wird das Ganze nie komplett. Das ist meine ganz persönliche Verantwortung von meiner Familie, vor Gott und vor der Gesellschaft, meinen Platz zu finden, auch im Dienst für den Nächsten. Auch wenn es manchmal unmöglich scheint, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wunderbar ist, etwas Schweres auf sich zu nehmen, wenn man es dadurch anderen Menschen leichter machen kann. Danke.